bedeutet heilig. Für mich bedeutet es Heilsein im Sinne der Schöpfung, im Sinne der Gesetzmäßigkeiten des lebendigen Lebens. Ein heiles, dankbares Miteinander mit Mutter Erde, Vater Himmel und allem, was ist. Von höherer und tieferer Ebene betrachtet, im Einklang mit dem Zauber der Lebendigkeit. Ja, grüß Gott, mein Name ist Stefan Bergmann und ja, ich habe das große Glück, dass ich die Mother Drum auf die Welt bringen darf. Die Mother Drum ist eine sehr große Trommel, unter die man sich drunter legen kann, wo man betrommelt werden kann. Wir verwenden die Mother Drum oft zur Gruppenarbeit, zu Heilzwecken und um Verbindungen mit verschiedenen Ebenen zu schaffen und Verbindungen unter den Menschen auch zu schaffen. Wir verwenden die Mother Drum für Heilarbeit, für spirituelle Erlebnisse und ja, um Dinge in den freien Fluss zu bringen. Mit der Trommel kann man ganz viel kombinieren. Es sind für mich die wesentlichen Bausteine des Lebens, die kombiniert werden. Wir haben also die Steine, die Mineralien, die eine bestimmte Schwingung haben. Wir haben die Pflanzenhelfer. Wir haben auch die Tierwelt, weil es gibt verschiedene Mother Drums mit verschiedener Bespannung von verschiedenen Tieren. Und letztendlich geht es natürlich auch um den Mensch, aber auch um die geistige Welt mit den Hierarchien, die da drin sind. Und so geht es eigentlich durch alle Ebenen hindurch, bis auf die, wie ich das selber nenne, die Bauplanebene, wo wir gewünschte Veränderungen erzeugen können. Und wo auch manchmal Veränderungen, die vielleicht von höherer Ebene gewünscht sind, einfach so passieren. Der erste Teil meines Lebens, so die Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter, habe ich in Deutschland, ich würde es mal sagen, eher eine christliche Erziehung gehabt, ein christlicher Background, was sehr gut war, habe ich viel mitgenommen, viel erfahren und habe aber auch gemerkt, dass ich weitergehen darf, dass da noch andere Dinge sind, die auf mich warten. Und ja, ich habe eines Tages eine Schwitzhütte erleben dürfen. Bei einem Indianer, der in Deutschland war. Und in dieser Schwitzhütte habe ich gehört, dass er eine bestimmte Pfeife spielt. Das war die, wie ich später erfahren habe, die Adlerknochenpfeife. Und die hat mich gerufen, einen bestimmten Weg zu gehen, ohne dass ich wusste, was das für ein Weg ist. Ja, und das hat mich dann irgendwann auch nach Montana geführt, wo ich bei den Crow-Indianern den Sonnentanz tanzen durfte, wo ich viel gelernt habe. Ich war also mehrmals dort im Reservat und habe viele Heilsitzungen, Rituale erlebt und ganz vorneweg eben der Sonnentanz. In dieser Zeit habe ich auch die Erlaubnis bekommen, selber Schwitzhütten zu machen und wurde da von Larsen Medicine Horse initiiert, das zu tun. Und ich betrachte den Sonnentanzweg auch als Einweihungsweg, als Religion, wie das Christentum auch ein Einweihungsweg und eine Religion ist.
Als mein berufliches Leben angefangen hat, habe ich überhaupt nicht gedacht, dass ich jemals was mache, was mit Trommeln zu tun hat oder dass ich gar sowas, wie ich selber empfinde, Großes gebären darf, wie die Mother Drum. Ich habe also angefangen als Gerber, habe da eine Ausbildung gemacht und das war ganz okay und hat mir viele Dinge im Leben gezeigt und hat mich vertraut gemacht mit den verschiedenen Prozesse rund um die Tierhäute, um Leder, um Pergamente. Und ich habe dann irgendwann das komplett auch losgelassen und habe das eine lange Zeit meines Lebens für eine Art Unfall gehalten, dass ich diesen Beruf gelernt habe. Es hat sich dann ganz automatisch ergeben, ja, die Dinge, die ich schon gemacht habe, da hat es mit Trommelbau dann auch schon angefangen. Gefühlt war es so wie ein Arschtritt vom großen Geist, der mir gesagt hat, in welche Richtung dass ich gehen soll. Und ich habe mich nicht gewehrt, habe die Signale angenommen und bin heute sehr froh, dass ich diesen Weg gehen darf. Ja, und heute bin ich Trommelbauer. Manche sagen, ich bin Schamane oder Heiler. Das darf sich jeder selber raussuchen. Ja, und eines Tages hat mich ein Freund, ein sehr guter Freund, angerufen und gesagt, ja, er war beim japanischen Trommeln und er braucht eine große Taiko-Trommel. Dann habe ich gesagt, okay, wir können eine bauen, aber die sieht anders aus. Die wird auf eine indianische Art und Weise aussehen und die wird so sein, dass man sich drunter legen kann. Ja, mein Freund hat dann gesagt, das ist ihm total egal, Hauptsache das Ding tut. Ja, und dann war die erste Mother Drum geboren, sie stand dann da und da wusste ich erst mal nicht so richtig, was ich damit tun soll. Wir haben getrommelt, es war interessant, was man gespürt hat, es war auch gut, aber es war noch wie so ein Tapsen im Dunkeln. Es gab dann ein weiteres Schlüsselerlebnis bei einem Trommelbaukurs, wo eine Frau auf mich zukam mit einer schweren Erkrankung. Und sie sagte zu mir, ja, sie ist so froh, das noch erleben zu dürfen. Sie hat auf diesen Kurs hingelebt noch. Und ich habe dann gefragt, warum sie das denn so komisch sagt. Und sie hat dann gesagt, ja, die Ärzte hätten ihr nur noch wenige Wochen zum Leben prophezeit. Und eigentlich wäre die Zeit schon abgelaufen. Die Frau war entsprechend ihrem Zustand eher grau von der Erscheinung und in sich zusammengesunken. Und als sie aus der Trommel wieder rauskam, wir haben also ungefähr ein 45-minütiges Ritual gemacht mit Steinen, mit Düften und eben mit Trommeln. Und als sie aus der Trommel wieder rauskam, war sie aufgerichtet und hatte eine ganz bunte Erscheinung. Und ich war zufrieden mit dem, was da passiert ist. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was mein Weg sein soll mit der Trommel. Das war noch sehr vage zu diesem Zeitpunkt. Und als dann einige Wochen später eben diese Frau mich wieder anrief, hat sie mir erzählt, total begeistert und überschwänglich, dass sie bei den Ärzten gewesen wäre und dass nichts mehr vorhanden wäre. Es wäre wie ein Wunder, die Krankheit wäre verschwunden. Und dieses Telefonat hat in mir was berührt. Das war wie ein Verstehen, wie eine Aufforderung, dass ich jetzt tiefer schauen soll und Forschungsarbeit betreiben soll, um herauszufinden, was denn alles hinter dieser Trommel steckt und in dieser Trommel steckt und in dieser Arbeit mit der Mother Drum.
Mother Drumming kann und ist eine Form von Therapie. Nicht nur, aber es kommt sehr häufig vor, dass Menschen durch die Mother Drum gesundheitliche Verbesserungen erleben. Und es gibt einige sogar sehr starke oder sehr krasse Fälle, die innerhalb kürzester Zeit Spontanheilungen erlebt haben. Nach meinem Verständnis hat Krankheit fast immer was mit einer geistigen Ursache zu tun. Und genau in diese Ebenen begeben wir uns mit der Trommel rein und setzen dort eben diese Impulse über die Schwingungsträger. Es geschieht häufig ganz ohne Worte. Und das ist auch das Schöne am Mother Drumming, dass das Wesentliche beim Mother Drumming wortlos geschieht. Also eine Mother Drum Sitzung beginnt eigentlich durch das Erkennen, was zum Beispiel das Problem vom Klient ist oder eben von dem zu Betrommelnden. Die meisten Leute kommen, um was zu lösen. Und häufig ist es ein Mangel, eine fehlende Information eigentlich im System. Und die äußert sich häufig durch Krankheiten. Wenn also jemand zum Beispiel keine Freude erlebt, auch keine Freude ausstrahlt, dann haben wir einen Stein, der Orangenkalzit, der für die helle Freude steht. Und dann bauen wir ein Medizinrad mit Steinen, mit Orangenkalzitsteinen um die Trommel herum und eben auch um denjenigen, der betrommelt wird. Dazu gibt es die Pflanzenhelfer und auch da gibt es ganz verschiedene Frequenzen, Schwingungen, die die Pflanzenhelfer uns zur Verfügung stellen. Nach meinem Empfinden sind es auch Wesenheiten, sowohl bei den Steinen als auch bei den Pflanzen, die sich da zur Verfügung stellen, um zum Beispiel die Freude wieder erlebbar zu machen. Und mit diesem Punkt, was zur Verfügung gestellt wird, endet eigentlich schon die Tat des Mother Drummers. Ab dem Moment gibt er sich hin, sobald er sich in das Energiefeld hineinbegibt und die Schlägel über die Trommel hält. Das ist wie wenn man einen Stecker in eine Steckdose macht und dann geführt wird durch dieses Energiefeld. Und das Wesentliche, was dann passiert, ist völlig wortlos. Ja, die Vorbereitung ist durch den Mother Drummer, aber das Energiefeld, die Spirits, die geistigen Helfer, das höhere Selbst, wie auch immer man das alles nennen möchte, tut dann die Arbeit. Und eigentlich braucht die Mother Drum den Mother Drummer, um zu spielen und nicht so sehr andersrum. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir beim Mother Drumming uns in den Ebenen Raum und Zeit bewegen, beziehungsweise aus der Zeit heraus.
Wenn man das ganz genau beobachtet, dann entsteht durch einen Klang, beispielsweise wenn ich die Trommel einmal anspiele und dann der Klang so langsam aus dem Raum schwingt, entsteht genau durch diesen Klang eigentlich ein Raum. Ja, man spielt die Trommel an und es entsteht ein Raum. Wenn ich eine Taktung reinbringe, zum Beispiel einen Viervierteltakt, dann entsteht Zeit. Ja, die Heiler- und Medizinleute wussten das schon immer, dass durch das Anspielen der Trommel auf eine bestimmte Art und Weise Raum entsteht, aber die Zeit eben nicht dabei ist. Durch diese bestimmte Art, das zu spielen, entsteht eine Zeitlosigkeit, die uns leichter auf den Bauplan des Lebens oder in das Buch des Lebens blicken lassen. Das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise erlebt werden. Es kann sehr bildhaft sein. Manche Menschen haben eine sehr bildhafte Wahrnehmung. Die sehen dann Formen, Farben, Bilder, ganze Filme, wie ein Traum zum Beispiel. Es kann aber auch ein Gespür sein und häufig wird auch erzählt, dass Chöre, Männerchöre, Kinderchöre oder Gesänge, Flöten, Trompeten, verschiedenste Arten von Musik erlebt werden in dieser Trommelsitzung. Man könnte auch sagen, dass das ein Bereich ist, der tranceartig erlebt wird. Und ich glaube, dass Trance eben bedeutet, sich in eine andere Bewusstseinsebene zu begeben, um die zu erleben. Oder, wenn man das möchte oder die Absicht hat, auch dort eine Veränderung herbeizuführen, weil diese Ebene vielleicht in unser Alltagsleben mit reinwirkt. Es war eine gewaltige Erfahrung. Also das hat mein ganzes Leben verändert, ganz ehrlich. Also das ist etwas, das kann ich gar nicht mit Worten beschreiben. Das geht so tief ins Herz. Das ist einfach unglaublich. Mother Drum Healing, das ist für mich ein ganz tiefes Erlebnis. Das ist für mich wie Lachen, Weinen, wie Fallen, Loslassen. Also für mich nach der Ausbildung ist es zurück in den Körper finden und die Erde spüren und das Urvertrauen spüren und sich einfach mit dem Sein verbinden. Und das ist für mich auch eine neue Erfahrung gewesen, auf jeden Fall. Die Ausbildung beinhaltet eben das Spüren. Ich nenne das immer die Wahrnehmungsschule. Man lernt seinen eigenen Wahrnehmungskanal kennen. Manche
spüren, manche sehen, andere hören. Und jeder hat so seinen Lieblingskanal. Und darum geht es, diesen Kanal zu finden, kennenzulernen und sich auf die eigene Wahrnehmung verlassen zu können. Wir arbeiten dafür eben mit den Steinen, mit den Pflanzen, mit den Klängen, aber auch mit dem Spiegel in der Gruppe. Die Gruppe ist sehr wichtig, weil da ganz bestimmte Mechanismen passieren. Ich habe da ganz viel aus dem Indianischen lernen dürfen. Und wir arbeiten auch mit einer gewissen Art von Zeitlosigkeit. Man lernt also den Umgang mit Steinen, mit der Energie, die sie aussenden und wie man die einsetzen kann. Ich nenne das Denken in Energie. Das Gleiche gilt für die Pflanzenhelfer und für Affirmationen, für die Arbeit mit dem Enneagramm und die Arbeit mit Mudras. Das hat mich persönlich durch sehr viele Prozesse geführt. Also ich bin, glaube ich, noch nie so tief in mich selber hineingekommen. Meine innersten Prozesse, meine eigenen Fixierungen. Und dieses Masaram Healing hat mich jetzt innerhalb dieser 8 Tage, in denen ich jetzt hier bin, wirklich in die Lösung gebracht. Also da ist so viel passiert in mir. Das ist einfach wunderbar. Also das ist einfach fast unbeschreiblich, was diese große Trommel so mit einem macht. Also wenn ich sehe, wie ich hier angekommen bin, dann war ich sehr verschlossen und auch unsicher einfach. Wahrscheinlich ist es immer so in neuen Gruppen, aber hier war es besonders stark, weil natürlich dann die Themen gleich angetriggert werden. Und wenn ich jetzt so gucke, die letzte Woche, wie die so war, dann habe ich eigentlich Schritt für Schritt mehr zu mir gefunden und einfach kann jetzt mit dem, was ich bin und wer ich bin, zufrieden sein. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. Und ich weiß auch, dass ich so angenommen bin, wie ich bin. Es passieren ganz, ganz tolle Sachen, schöne Gespräche. Es wird viel gelacht, es wird jeder auf den Arm genommen und keiner ist dem anderen böse oder so. Es ist einfach wirklich ein wunderschönes Miteinander. Das hat man nicht überall und auch nicht oft. Die ersten Tage, das war ein Finden. Für mich eine komplett neue Situation, eine ganz neue Erfahrung, mich in der Gruppe über jetzt eine Woche halt miteinander auseinanderzusetzen, zu beschäftigen. Und von Tag zu Tag ist der Schulterschluss mehr geworden. Die Gruppe ist zusammengewachsen. So dieser erste Tag der Spannung in mir, was jetzt halt nichts mit den anderen Leuten zu tun gehabt hat, der ist am 2. Tag weg gewesen. Also die Spannung ist weg gewesen. Und ich habe gemerkt, dass ich in einem Kreis bin, wenn man so zuhört, die Geschichten, die viele erzählt haben. Und das Schöne war eben auch, dass da halt einfach nichts Oberflächliches passiert, sondern jeder halt einfach wirklich so aus seinem Leben erzählt, was er erlebt hat. Und wenn man dann die Geschichten hört und auch die Parallelen zu sich selber erkennt, dann ist das, dann kann man sich fallen lassen. Dann kriegt man das Gefühl des Vertrauens. Und so ist es jetzt. Jetzt sind wir eigentlich so wie eine Familie. Ja, im Prinzip kommt da jeder mit seinem Ego rein, mit unterschiedlichsten Erwartungen. Und ich glaube, man kriegt was anderes geliefert. Man wird, wie eben gesagt, man wird eigentlich geerdet. Und das, ich sage immer, man wird zentriert. Wir haben verschiedene Körper, die sich zentrieren. Das heißt, es findet der Ausgleich statt. Du spielst aber immer den Kickdrop, ne?
gelernt. In diesem Seminar habe ich für mich einfach dieses Vertrauen, Urvertrauen zu haben, dass alles gefügt ist, so wie es ist. Selbst in den kleinsten Kleinigkeiten das zu erkennen, das gehört so und so. Also ins Vertrauen zu gehen und das an den großen Geist, an das große Ganze überlassen. Das Seminar war für mich eine totale Herzensarbeit. Ich habe mich total gut gefühlt, ich habe mich sehr wohl aufgenommen gefühlt. Die Gruppenarbeit war für mich sehr wichtig. Es gab ganz viele Höhen und Tiefen auf emotionaler Ebene. Aber rückblickend gesehen war es für mich eine totale Bereicherung. Und es war einfach, ich habe sehr, sehr viel über mich selber gelernt. Also ich habe für mich herausgelernt, dass ich ein ganz wichtiges Werkzeug für meine Arbeit gefunden habe, wo ich mich auch schon sehr darauf freue, damit arbeiten zu dürfen. Ich werde alle Sachen, die ich jetzt bis jetzt so gelernt habe, damit komprimieren können und wirklich dann auch an Menschen, die vielleicht den spirituellen Weg noch nicht so tief gegangen sind, mitarbeiten können. Also einen Weg gefunden, um die auch zu erreichen. Ja, der Mother Drum Baukurs ist für viele Kursteilnehmer sehr wichtig. Es schafft eine ganz besondere Verbindung mit der Trommel. Man schöpft die selber. Ja, der Mensch ist ja ein Schöpferwesen. Und wenn man die Trommel selber baut, dann hat man eine ganz innige persönliche Verbindung und die eigene Energie mit in der Trommel drin. Also der Baukurs war jetzt so im Nachhinein nach der Ausbildung nochmal unglaubliche Verschärfung der Intensität, weil es einfach körperlich, handwerklich sehr viel Einsatz nötig. Was toll ist, was das handwerkliche Machen ist ein ganz toller Prozess. Fordert aber auch so einfach auf der inneren Ebene auch. Also es fließen dann so die Ausbildungsthemen noch mal praktisch rein. Der Baukurs war sensationell. Ich habe noch nie eine Trommel gebaut und das mit den ganzen Fellen zu machen und dann auch noch in dieser Riesengröße, das war schon aufregend. Und auch den ganzen Prozess natürlich mal mitzumachen, von den ganzen kleinen Einzelteilen, wir sind lackieren und Felle einlegen und bespannen und dass das auch alles funktioniert und dass es auch noch gut anfühlt und gut klingt, meine ich, das ist natürlich eine ganz große Freude. Ich bastel total gern. Natürlich mit dem richtigen Werkzeug und eine schöne Trommel bauen ist noch mal ganz was anderes. Also es ist war sensationell. Der Baukurs war sehr interessant, da ich diese Arbeit noch nie gemacht habe. Und das war eine richtige Herausforderung für mich. Es hat alles wunderbar geklappt und ich bin mega stolz. Ja, das ist überhaupt das Wesentlichste gewesen für mich, dass ich mich entschieden habe für den Baukurs, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich besser noch mal verbinden mit dem Instrument,
wirklich Kontakt herstellen. Also für mich geht es um einen Beziehungsaufbau mit dem Instrument. Und das hat wirklich Aspekte gehabt wie eine Geburt. Also die Phase des Gebärens, wirklich den Trommelkörper mit der Haut bespannen, war emotional das Schwierigste und Aufregendste und am Schluss das Beglückendste. Das könnte ich durch einfach eine Trommel kaufen nicht wissen, weil ich es nicht erlebt habe. Ja? Also insofern ist sie wirklich einzigartig für mich. Auch so miteinander zu sehen, wie jeder so glücklich war, wie das geschafft war, das war echt sich immer wie Hebammen fühlen, miteinander tun und so beglückwünschen, dass jetzt das Trommelbaby geboren ist. Solche Sachen hat es gehabt. Das war schon sehr bewegend. Ja. Ja, abgesehen davon, dass die Trommel natürlich schon sehr groß ist und einen Raum für sich einnimmt, habe ich so aber auch auf einer inneren Ebene das Gefühl, dass sie einen sehr großen Raum einnehmen wird. So, dass sie ein ganz wichtiger Baustein in meiner Arbeit sein wird. Ja, es entsteht mittlerweile eine große Datenbank durch die Mother Drum-Familie selber. Ja, wir haben ein Rückmeldesystem, wo die einzelnen Mother Drummer dokumentieren, was in ihren Sitzungen erlebt wurde, wie es geholfen hat oder ob es überhaupt geholfen hat und ja, was in der Begleitung der einzelnen Klienten eigentlich passiert ist. Dadurch können alle Mother Drummer voneinander lernen und es entsteht einfach ein unglaublich großer Schatz an Wissen um diese Arbeit herum. Ja, das Feld, wo wir uns mit der Mother Drum bewegen können, ist sehr groß. Die Mother Drum wird eingesetzt natürlich für die Arbeit mit Klienten. Darüber hinaus aber wird auch Erdheilung gemacht. Da sind einige Mother Drum Therapeuten dabei, die Erdheilung machen, die für Mutter Erde Rituale durchführen. Es wird auch für Gemeinschaftszwecke verwendet. Also es gibt einige spirituelle Lebensgemeinschaften, die eine Mother Drum haben, um dort in der Gruppe einfach Gemeinsamkeiten zu schaffen. Und manchmal wird die Mother Drum einfach auch verwendet, um einen angenehmen Raum zu schaffen. Ja, die Mother Drummer sind eine große Familie geworden und wir machen immer mal wieder Rituale, die genau zur gleichen Zeit stattfinden, aber an den Orten, wo die Mother Drums sozusagen ihr neues Zuhause gefunden haben. Und wir haben festgestellt, wenn wir gemeinsam trommeln, zur gleichen Zeit, mit der gleichen Intention, dann legt sich eigentlich ein riesiges, heiliges Feld über die Erde. Und Menschen, die bereit sind, sich weiterzuentwickeln, können ganz einfach durch dieses Feld in eine Heilung kommen. Ja, eins der Highlights hier auf den Seychellen in dem Seminar war, dass wir ein Wal- und Delfinritual durchgeführt haben. Wir waren dort an einem wunderschönen Strand, der bekannt ist dafür, dass sich dort Wale und Delfine zeigen. Und Ziel war, dass wir uns verbinden mit der Wal- und Delfinkraft und von diesen Qualitäten lernen dürfen. Gleichzeitig haben wir auch erfahren, was die Wale und Delfine denn von uns Menschen brauchen, weil wir die Schöpferwesen sind, und haben dafür gebetet und getrommelt, dass dieser Zustand erreicht werden kann.
spürst, dass der Wal ein Stützpfeiler unserer Welt ist. Und die Antwort, die wir bekommen haben, war unmittelbar. Es war für alle, die dabei waren, der schönste Sonnenuntergang zu erleben, den wir jeder Einzelne je erlebt haben. Mit ganz tollen Wellen, mit ganz tollen Wolken, mit wunderschönem Licht. Und es war ein ganz tiefes, heiliges Erlebnis, ja, da dabei sein zu dürfen. Die Vision vom Mother Drumming fühlt sich für mich an, wie dass es ganz viele Leuchtfeuer gibt. Heilige Orte, wo heilige Mother Drums stehen. Wo Menschen sind, die verstehen, wie man damit wirken kann oder was da durch die Mother Drum wirkt. Und dass ja, der große Geist durch uns wirken kann. Und so glaube ich, dass unser Zugang in eine lebendige, wahrhaftige Spiritualität und in Kontakt zur Natur, dass es eben durch die Mother Drum kommt, durch dieses Spüren, durch das Erkennen, dass wir untereinander eins sind, wie die Indianer das lehren, Mitakuye Oyasin, für alle meine Verwandten. Drei Wörter für Mother Drumming. Weichheit, Kraft und Stärke. Raum, Verbundenheit und bedingungslose Liebe, Annahme und Geborgenheit. Und Tiefe. Also zusammengefasst ist es für mich mehr eigene Kraft, Verbindung mit dem Ganzen und dem Universum und mehr Liebe zu sich selber. Geborgenheit, Freiheit, Zuversicht. Tief erdend und sortierend bedeutet Mother Drum für mich. Tief, erdend und sortierend. Ein intensiver Verstärker für direkten Kontakt mit meiner Seele, mit Mutter Erde und Vater Himmel und für intensive Heilerfahrungen. Lebensbereicherung, Herzensarbeit, Naturverbundenheit. Verbunden sein mit der Natur, verbunden sein mit Mutter Erde, verbunden sein mit sich selbst und allen anderen. Warner, Lacher fallen lassen und loslassen. Und in Kraft gehen.